Der Erste Weltkrieg war auch ein Finanzkrieg. Ein Krieg um Goldreserven, Anleihemärkte, Zentralbanken und die Geheimbüros von Financiers, die nie einen Fuß auf ein Schlachtfeld gesetzt hatten. Es war nicht nur ein Graben- und Artilleriekrieg. Auch wurde er nicht mit Bajonetten und Stacheldraht ausgetragen. Soldaten bezahlten mit Blut. Doch Banker und Regierungen kalkulierten die Bilanz. Und ihr Handeln in diesen Jahren bestimmte nicht nur, wer gewann und wer verlor, sondern veränderte auch das globale Finanzsystem auf eine Weise, die uns bis heute beschäftigt. Wer glaubt, im Krieg ginge es nur um Politik und Armeen, der irrt. Der Erste Weltkrieg bewies, dass Geld eine Waffe ist, und zwar eine der tödlichsten, die je erfunden wurde. 1914 war Europa bereits ein Pulverfass. Nationale Rivalitäten, koloniale Ambitionen und Militärbündnisse hatten den Kontinent in ein Schachbrett der Paranoia verwandelt. Doch hinter all dem Gerede von Ehre und Imperium verbarg sich eine finanzielle Realität. Ein Krieg dieses Ausmaßes war ohne enorme Geldsummen nicht möglich. Und hier ist die harte Realität. Wenn sich die Machthaber für den Krieg entschieden sie sich auch für Schulden. Jedes Imperium, das seine Soldaten an die Front schickte, führte seine Bevölkerung in eine wirtschaftlich schwierige Zukunft. Doch zu Beginn dieses Krieges glaubten die meisten Regierungen, er würde schnell vorbei sein, vielleicht bis Weihnachten. Sie glaubten, sie könnten ihn auf altmodische Weise bezahlen. Mit Gold, begrenzten Krediten und patriotischen Spenden. Innerhalb weniger Wochen brach diese Illusion zusammen. Der Krieg forderte seinen Tribut schneller, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Genauer gesagt, im Sommer 1914 basierte Europas Finanzsystem noch auf dem Goldstandard. Die Nationen versprachen, ihr Papiergeld gegen echtes Gold eintauschen zu können. Dieses System verlieh ihren Währungen Glaubwürdigkeit. Doch es band den Regierungen auch die Hände. Die Goldreserven waren begrenzt. Man konnte nicht ewig Geld drucken, ohne das Vertrauen der Bevölkerung und der Gläubiger zu verlieren. Großbritannien, Frankreich und Deutschland verfügten allesamt über beträchtliche Reserven, doch als Millionen von Menschen mobilisiert wurden und die Industrie auf Rüstung umstellte, schossen die Kosten in die Höhe. Allein Deutschland gab Ende 1914 über 10 Millionen Mark pro Tag aus. Und Großbritanniens Kriegskosten würden bald 2,5 Millionen Pfund pro Tag erreichen. Die Rechnung war düster. Gold würde nicht lange reichen. Auch setzten die Regierungen die Regeln außer Kraft. Eine nach der anderen gaben die Großmächte den Goldstandard auf und akzeptierten stillschweigend, dass Geld nun im Grunde ein Versprechen an ihre Bürger war, das auf nichts anderem als dem Vertrauen in den Staat beruhte. Und dieser Moment, das Aufbrechen der Goldbindung, war einer der bedeutendsten finanziellen Umbrüche der modernen Geschichte. Er zeigte, wie zerbrechlich der sogenannte wahre Reichtum der Nationen tatsächlich war. Geld und Macht, nun losgelöst vom Metall, wurden durch Druckerpressen, Kredite und Überzeugungsarbeit manipuliert. Und nachdem die Regierungen diese Freiheit einmal gekostet hatten, machten sie nie wieder einen Rückzieher. Der Finanzkrieg hatte nun ernsthaft begonnen. Abgeschottet von den globalen Kapitalmärkten und blockiert durch die Royal Navy, blieb Deutschland nur die Möglichkeit, im Inland Kredite aufzunehmen. Berlin startete massive Anleihenkampagnen, appellierte an den Patriotismus und forderte die Bürger auf, ihre Ersparnisse in Kriegsanleihen zu investieren. Die Propaganda war unerbittlich. Plakate heldenhafter Soldaten, Familien, die aufgefordert wurden, zugunsten des Landes auf Luxus zu verzichten, und wiederholte Versprechen an Investoren, dass sie nach dem Sieg zurückgezahlt würden. Deutschland häufte auf diese Weise über 100 Milliarden Mark an. Doch es war ein Pyramidensystem, das auf Hoffnung basierte. Als die Niederlage kam, waren diese Anleihen wertlos. Millionen Deutsche verloren ihre gesamten Ersparnisse. Und dieses Leid wurde in den folgenden Jahrzehnten zum Nährboden für Extremismus. Wirtschaftsgeschichte hinterlässt immer Narben. Im Gegensatz dazu hatte Großbritannien einen enormen Vorteil. Die City of London war das Finanzzentrum der Welt. Das Pfund genoss Vertrauen und die britischen Netzwerke reichten weit. Die Regierung griff zunächst auf kurzfristige Kredite, Staatsanleihen und patriotische Appelle zurück, griff aber bald auf globale Kreditpools zurück.
Kritisch wandte er sich den Vereinigten Staaten zu. 1914 war Amerika offiziell neutral, doch seine Banker witterten eine Chance. Firmen wie JP Morgan & Co. wurden zur finanziellen Lebensader Großbritanniens und Frankreichs, arrangierten riesige Kredite und verwalteten den Kauf von Waffen, Lebensmitteln und Rohstoffen. Als Amerika 1917 selbst in den Krieg eintrat, hatte die Wall Street die Alliierten bereits seit Jahren finanziert. Das war keine Philanthropie, es war Macht. Amerikanische Banker verdienten Millionen an Gebühren und die Vereinigten Staaten gingen verändert aus dem Krieg hervor, vom Schuldner zum Gläubiger, vom finanziellen Mitläufer zum globalen Führer. Wenn Sie sich fragen, wie das 20. Jahrhundert zum amerikanischen Jahrhundert wurde, beginnt es hier, nicht auf den Schlachtfeldern, sondern in den Geschäftsbüchern. Frankreich stand vor seinen eigenen Dilemmas. Das Land war bereits durch die Kosten für den Ausbau seiner Verteidigungsanlagen geschwächt und durch die Erinnerungen an den Deutsch-Französischen Krieg gezeichnet und war daher in hohem Maße auf inländische und ausländische Kredite angewiesen. Französische Bürger, die lange als eifrige Sparer galten, wurden zum Kauf von Staatsanleihen überredet. Doch der Großteil der Finanzierung kam von jenseits des Atlantiks. Frankreich geriet wie Großbritannien zunehmend in Abhängigkeit von amerikanischem Kapital. Diese Abhängigkeit prägte die Nachkriegspolitik, da die Schulden stetig stiegen und die Rückzahlungen zu Spannungen führten. Wenn man von der Wirtschaftskrise zwischen den beiden Weltkriegen hört, sollte man bedenken, dass es dabei nicht nur um Reparation oder Aktienmärkte ging, sondern auch um die erdrückende Schuldenlast, die sich in diesen 4 Jahren des Blutbads angehäuft hatte. Russlands Finanzkrieg endete in einer Katastrophe. Das Reich war riesig, aber unterentwickelt, sein Bankensystem fragil und seine Goldreserven, so beeindruckend sie auf dem Papier auch sein mochten, reichten in der Praxis nicht aus. Um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren, lieh sich Russland hohe Summen von seinen Verbündeten, insbesondere von Frankreich. Doch mit den zahllosen Niederlagen und der steigenden Inflation schwand das Vertrauen in den Rubel. 1917 lag die russische Wirtschaft am Boden und mit ihr brach das politische System zusammen. Der Zusammenbruch des zaristischen Regimes war nicht einfach auf Ideologie oder schlechte Generäle zurückzuführen. Er lag an einem Finanzsystem, das seine Grenzen überschritten hatte. Wirtschaftliche Fehler, Währungschaos und Inflation befeuerten die Revolution. Geld und Macht gingen erneut gemeinsam in die Geschichte ein. Das Ausmaß der finanziellen Fehler war erschütternd. Bis Kriegsende hatten die Alliierten über 140 Milliarden Dollar ausgegeben, die Mittelmächte rund 60 Milliarden. Diese Summen hatte die Welt noch nie zuvor gesehen und entsprachen einem Vielfachen des gesamten Vorkriegseinkommens der Kriegsparteien. Das Ergebnis waren da nicht nur riesige Schuldenberge, sondern auch die Zerstörung der alten Finanzordnung. Der Goldstandard, einst die Grundlage des globalen Vertrauens, wurde erschüttert. Die Inflation verwüstete die Volkswirtschaften. Deutschland erlebte bald eine so schwere Hyperinflation, dass ein Laib Brot Milliardenmark kostete. Den Preis dafür zahlten die einfachen Leute: Arbeiter, Sparer, Kleinanleger. Unterdessen schützten sich die wohlhabenden Eliten, indem sie ihr Vermögen ins Ausland verlagerten, reale Güter kauften und in der Nähe der Machtzentren blieben, aus denen die Informationen zuerst durchsickerten. Die Lektion war brutal, aber eindeutig. In einem Finanzkrieg blutet der kleine Sparer zuerst. Und hier ist der Zusammenhang, der für Sie heute wichtig ist. Der Erste Weltkrieg war der Moment, in dem Regierungen lernten, dass sie das Unvorstellbare finanzieren konnten, indem sie Geld von der Realität abkoppelten. Sie entdeckten, dass sie Gold aussetzen, unbegrenzt drucken, Anleihen an ihre eigenen Bürger ausgeben, grenzüberschreitend Kredite aufnehmen und dann die Ruinen mit Propaganda und Wiederaufbau reparieren konnten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Denn diese Taktik ist nie verschwunden. Jede moderne Krise, von der großen Depression bis zur globalen Finanzkrise 2008, trägt Anklänge an 1914 in sich. Wenn Regierungen oder Zentralbanken darauf bestehen, dass dies nur vorübergehend und die Fundamentaldaten solide seien, denken Sie daran, dass Sie 1914 dasselbe sagten und Millionen glaubten ihnen, bis ihr Geld wertlos war.
Als 1918 die Waffen endlich schwiegen, glich die Welt einem Schlachtfeld. Nicht nur in den Schützengräben, sondern auch in den Bilanzen. Die Vereinigten Staaten, vor dem Krieg ein Schuldnerstaat, besaßen nun die weltweit größten Goldreserven und ihre größte Gläubigerposition in der Geschichte. Europa, das einstige Zentrum der globalen Finanzwelt, ertrank in Schulden. Großbritannien schuldete den USA über 4 Milliarden $, Frankreich über 3 Milliarden. Und selbst kleinere Länder steckten in Schulden, die sie realistischerweise nicht zurückzahlen konnten. Der Krieg hatte die Wall Street zur neuen Finanzmetropole der Welt gemacht und London auf eine Weise ersetzt, wie es keine Kanone vermochte. Die Ära der amerikanischen Dominanz in Geld und Macht hatte begonnen, doch der Übergang verlief nicht reibungslos, denn wenn Kriege durch Schulden finanziert werden, wird die Rückzahlung selbst zum Krieg. England und Frankreich, die die Loyalität gegenüber ihren Bürgern, die Kriegsanleihen gekauft hatten, bewahren wollten, waren nun gezwungen, Reparationen von Deutschland zu erpressen. Der Versailler Vertrag verlangte eine astronomische Summe: 132 Milliarden Goldmark. Sein Zweck war es, die Besiegten zu bestrafen, zu verstümmeln und die Last auf sie abzuwälzen. Doch auch dieser Vertrag war reine Fantasie. Deutschland konnte nicht zahlen. Jeder Versuch, dies zu erreichen, sei es durch Gelddrucken oder Warentransfers, destabilisierte die Wirtschaft weiter. Die Hyperinflation von 1923, als die deutschen Schubkarren voller wertloser Banknoten mit sich führten, nur um Brot zu kaufen, war kein Zufall. Sie war die direkte Folge eines Finanzsystems, das an den Rand einer unüberwindbaren Verschuldung getrieben wurde. Und sie säte den Zorn, den Extremisten später ernten sollten. Unterdessen versuchte Großbritannien, sein finanzielles Ansehen wiederherzustellen, indem es 1925 zum Goldstandard zurückkehrte und das Pfund an seinen Vorkriegswert koppelte. Doch dies war ein weiterer wirtschaftlicher Fehler von erschütterndem Ausmaß. Die britische Wirtschaft brach zusammen, die industrielle Infrastruktur schwächte sich ab und die Schulden wuchsen. Die Wiederherstellung des Pfunds auf seinen früheren Kurs war wie der Versuch, ein gebrochenes Glied wieder anzunähen, ohne es zu heilen. Die Folge waren Deflation, Arbeitslosigkeit und Unruhen. Diese Politik, die von Persönlichkeiten wie Winston Churchill propagiert wurde, gilt heute als eine der schlimmsten finanziellen Fehlkalkulationen der modernen Wirtschaftsgeschichte. Und doch zahlten die einfachen Arbeiter den Preis, während die Eliten an der Illusion wiedergewonnener Größe festhielten. Die USA, die mit Gold und Krediten überschwemmt waren, standen vor einer anderen Herausforderung. Was sollten sie mit ihrer neuen Dominanz anfangen? Amerikanische Banken begannen, Geld nach Europa zu pumpen und Deutschland Kredite zu gewähren, damit dieses Reparationen an Großbritannien und Frankreich zahlen konnte, die wiederum ihre Schulden an die USA zurückzahlen konnten. Es war ein finanzielles Karussell, das oberflächlich stabil erschien, aber auf einer Kreislauflogik basierte. Der Dawes-Plan von 1924 und der Young-Plan von 1929 institutionalisierten diesen Geldfluss. Geld wurde nicht geschaffen, es wurde recycelt. Und als die Weltwirtschaft in die große Depression schlitterte, brach das gesamte Gefüge zusammen. Die Welt war noch nie so finanziell vernetzt und noch nie so fragil. Deshalb ist der Erste Weltkrieg keine gewöhnliche Episode der Militärgeschichte. Dies war ein Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte, an dem finanzielle Irrtümer und Illusionen die Zukunft prägten. Der Krieg zeigte, dass Regierungen Gold aufgeben, Währungen inflationieren und in beispiellosem Ausmaß Kredite aufnehmen konnten, ohne ihre Bürger davon zu überzeugen, das Richtige zu tun. Er zeigte, dass Propaganda Schulden in Patriotismus verwandeln konnte, dass Sparer dazu gebracht werden konnten, ihr Vermögen für Anleihen zu verkaufen, die nie zurückgezahlt werden würden, und dass die wahren Gewinner des Krieges oft nicht diejenigen waren, die in den Schützengräben kämpften, sondern diejenigen in den Vorstandsetagen. Geld und Macht waren enger miteinander verflochten als je zuvor, und die Welt lebt seitdem mit den Folgen. Denken Sie an Ihr heutiges Leben. Erinnern Sie sich an 1914, als die Zentralbanken versprachen, die Inflation sei vorübergehend.
Regierungen, die Schuldenobergrenzen jährlich erhöhten und neues Geld auf Knopfdruck digital verfügbar war. Denken Sie daran, dass der Goldstandard nicht zufällig, sondern bewusst in einem Moment der Verzweiflung aufgegeben wurde. Man bedenke, dass dieses Muster, Kredite für die Zukunft aufnehmen, Geld drucken, um die Gegenwart zu sichern, und Anleihen mit patriotischen Parolen verkaufen, seit über einem Jahrhundert existiert. Jede moderne Finanzkrise, von der stagnierenden Inflation der 1970er Jahre bis zum Subprime-Crash von 2008, hat ihre Wurzeln in diesen Kriegsjahren. Dieselben Illusionen sind immer noch im Spiel. Und dieselben Menschen, einfache Sparer, Arbeiter der Mittelschicht, Kleinanleger, werden immer noch zu Opfern aufgefordert. Der verborgene Finanzkrieg hinter dem Ersten Weltkrieg ist kein Relikt der Vergangenheit. Er ist die Grundlage der Gegenwart. Die Lektion ist hart, aber notwendig. Losgelöst von der Realität wird Geld zum Manipulationsinstrument. Regierungen werden immer Wege finden, Kriege, Rettungsaktionen und Krisen zu finanzieren. Und sie werden immer Wege finden, sie dafür bezahlen zu lassen, sei es durch Steuern, Inflation oder die Aufzehrung ihrer Ersparnisse. Wahrer Reichtum besteht nicht nur aus Zahlen auf einem Bildschirm oder den Versprechungen von Politikern. Wahrer Reichtum ist Widerstandsfähigkeit, Wissen und die Fähigkeit, über Illusionen hinauszublicken. Dies ist die einzige finanzielle Freiheit, die die Geschichte je geboten hat. Und mein letzter Gedanke heute Abend ist: Die Geschichte wiederholt sich nicht wörtlich, aber sie reimt sich. Das Buch über Finanzstrategien aus dem Jahr 1914 wurde immer wieder aufgegriffen, in neue Sprachen gekleidet und aus neuen Gründen. Doch das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Mächtigen schützen sich selbst, während die Unwissenden geopfert werden. Wenn Sie aus dieser Geschichte etwas mitnehmen, dann das: Gehen Sie niemals davon aus, dass Geld echt ist, nur weil es gedruckt ist. Und niemals davon, dass das System stabil ist, nur weil die Behörden das behaupten. Die Wahrheit liegt immer in den Bilanzen, und die Geschichte ist der einzige Lehrmeister, der nicht lügt. Wenn Ihnen das eine neue Perspektive eröffnet, abonnieren Sie uns. Die Geschichte hat die Antworten. Ich zeige Ihnen, wo Sie suchen müssen.